und das ist der Corn Dog. Schaut euch mal an, wie riesig das Ding ist. Ich habe schon Angst, also das Ding ist wirklich schwer. Wie richtig schön, wenn man draufdrückt, diese Pistaziencreme da rauskommt, ne? Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal, unserem Zweitkanal genauer gesagt, Big M TV, und zwei neue Öffnungen, die ich euch heute einmal präsentieren möchte. Zum einen beginnen wir mal wieder in Köln bei Corn Dog Brothers, und das Ganze steht natürlich für Korean Street Food. Wie der Name vielleicht schon sagt, ja, Corn Dogs sind mit vorhanden, ist natürlich auch aktuell, ich sag mal, so ein Trend-Hype aus den letzten 1-2 Jahren, aber mich hat das Ganze so ein bisschen aufmerksam gemacht, weil es hier viel mehr gibt als, ich sag mal jetzt, klassische Corn Dogs, denn Korean Street Food, wie zum Beispiel auch Bao Buns oder die sogenannten Egg Drop Sandwiches, die auch aktuell ziemlich viral gehen, und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal, was unser Airspot Corn Dog Brothers heute so zu bieten hat. So Leute, damit ist es soweit. Ihr seht, wir haben endlich Platz genommen, und ich würde sagen, jetzt wird es auch mal Zeit, was zu essen. Das, was ich jetzt schon zu Beginn mal sagen muss, und vielleicht liegt das auch noch so ein bisschen daran, dass man, ich sag mal, gerade erst vor ein paar Wochen neu aufgemacht hat. Es hat unnormal lang gedauert. Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie so lange jetzt auf das Essen gewartet, was natürlich auch so ein bisschen vielleicht mit dazu kommt, dass jetzt Wochenende oder so ist, aber man muss schon, glaube ich, ein bisschen Zeit mitbringen, gerade wenn es, ich sag mal, hier Rush Hour ist. In der Woche könnt ihr mal schauen, wenn es ein bisschen leerer ist, dann wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ansonsten erstmal Zeit mitbringen, aber ich sage mal, wenn es dann dementsprechend schmeckt, okay, ne, dann kann man auch ein bisschen Zeit mitbringen. Wir haben jetzt hier einmal, ich sag mal, den klassischen Corn Dog, ne, das ist so in der Cornflakes-Variante. Man kann sich hier zu Beginn, ich sag mal, aussuchen, ne, möchte man nur Würstchen haben, dann diese Kombination, wie wir sie jetzt haben, 50% Würstchen, Käse, dass sich das hoffentlich gleich auch schön zieht. Oder es gibt ja tatsächlich auch die Variante 100% Käse oder tatsächlich auch mit einer Falafel. Habe ich selten so gesehen, aber das gibt es hier tatsächlich auch. Dann, wie eben bereits erwähnt, gibt es natürlich auch die Bao Buns hier. Gibt es einmal, ich sag mal, mit Tofu, Crispy Chicken. Wir haben uns für Crispy Chicken entschieden. Aber, wie gesagt, gibt es auch in der Tofu-Variante, und das, was es hier halt auch gibt, das sogenannte Egg Drop. Ne? Das haben wir jetzt mit Avocado und tatsächlich noch mit Bacon hier. Aber kein Schwein, 100% halal, kann ich euch auch schon mal in der Hinsicht sagen, für alle, die es in dem Fall interessiert. Und damit würde ich sagen, testen wir das Ganze. So, ich würde sagen, wir fangen mit der Mitte an. Nehmen wir erstmal unser Bao Bun. Da gibt es tatsächlich zwei, wenn man die bestellt. Ich meine, wir haben sie in der letzter Zeit schon das eine oder andere Mal, zuletzt glaube ich sogar in New York getestet, als wir da auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und dann diese sogenannten Baos. Das eine ist hier mit Pork, das andere ist auch hier quasi mit Hähnchen sozusagen. Also es ist einfach ein anderes Level, ne, von, ich sag mal, Street Food. Ich muss schon sagen, das ist wirklich top, ne, vom Geschmack her. Das war schon ganz cool. Hier, man fühlt direkt so, ich sag mal, ne, schön weiches Bun, Brötchen in dem Fall, wie man so klassisch aus der koreanischen Küche da kennt. Und dann, wie gesagt, das Crispy Chicken dazu, ne, ein bisschen Tomaten. Ich zeige es euch hier, wie vorhin schon mal so ein bisschen. Worauf es jetzt ankommt, ist natürlich das Ganze geschmacklich zu testen. Beißen zusammen rein. Also das, was auf jeden Fall schon mal auffällt, ne, ist tatsächlich, dass das Crispy Chicken relativ frisch ist. Ne? Das ist, hat so ein richtig, ich sag mal, Crunche. Panade, ne, vom Chicken her ist es auch relativ frisch, also da schmeckt man schon. Vom Bun muss ich tatsächlich sagen, habe ich es bei der einen oder anderen, vor allem als wir in New York waren. Ich glaube, da war es aber sogar aus Taiwan, also gibt es da dementsprechend natürlich auch ein bisschen weicher gesehen. Nichtsdestotrotz auch mit so ein bisschen Sesam, mit den Gurken. Schmeckt tatsächlich relativ gut. Ich hoffe und glaube aber tatsächlich, dass die beiden Highlights jetzt noch vor uns liegen. Ich würde sagen, den Klassiker Corn Dog, den sparen wir uns zum Ende auf. Wir gehen jetzt mal ins Egg Drop rein. Und wisst ihr, wo mich das so ein bisschen daran erinnert? Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, als wir zuletzt in Hamburg bei Buns Street Food waren, was mich komplett abgeholt hat. Wir gehen rein ins Korean Chicken Bun. Oh, Halleluja. Ist das himmlisch. Wirklich richtig top. Schaut euch das Video gerne im Nachhinein noch an. Es sieht genauso himmlisch aus, und ich sag euch jetzt schon, ne, das Bun ist quasi hier schön getoastet noch worden, ne, dementsprechend auf dem Grill mit ein bisschen Butter eingelegt. Hier, wie gesagt, sieht man den Bacon, ne, und dazu, wie gesagt, den Käse dazu. Es riecht gut, es fühlt sich gut an, und ich glaube, das Ding wird jetzt richtig geil schmecken. Beißen zusammen rein. Und auch hier muss ich sagen, ist es tatsächlich ein richtig geiles Brett. Also schmeckt wirklich richtig gut. Es ist zum einen ein richtiger Brecher, wenn ihr mal sehen könnt. Ne? Also wirklich ein richtig großer Brecher mit dem Käse. Und ich sag, was ich wirklich richtig gut finde, was richtig gelungen ist, und das ist schon für mich die halbe Miete, ist tatsächlich das Brot. Es ist tatsächlich so ein bisschen durchgesaftet, ich sag mal, ne, weil man ja hier auch, ich sag mal, die Soße und mit dem Ei dazwischen hat. Ihr seht auch, wie es qualmt. Aber vom Geschmack her, mit den Soßen, mit dem Ei, das Ding schmeckt richtig gut. Also das wäre ja bisher mein Highlight. Dann kommen wir natürlich noch abschließend, ich sag mal, wofür der Name auch steht, Corn Dog Brothers.
und das ist der Corn Dog. Schaut euch mal an, wie riesig das Ding ist. Ich habe schon Angst, also das Ding ist wirklich schwer, dass das Ding eigentlich schon fast, ich sag mal, hier runterfällt, weil es so schwer ist. Wir haben, und ich habe es ja vorhin erklärt, ne, diese, ich sag mal jetzt hier 50-50 Variante mit Käse beziehungsweise mit dem Cheese und dann dementsprechend noch mit dem Würstchen. Und dann kriegt man am Ende, ich sag mal, kann man sich, wir haben jetzt hier die Cornflakes-Variante, zwischen 8 verschiedenen entscheiden. Und am Ende gibt es dann nochmal 2 Soßen on top. Wir haben jetzt hier Sriracha Mayo plus nochmal Mayo extra. Leute, ich glaube, ich nehme das Ding lieber mit 2 Händen in die Hand und beißen da zusammen rein. Das Ding sieht brachial aus, ne? Also ich sag euch ganz ehrlich, ne, man sieht ja hier drin, falls ihr es sehen könnt, jetzt, ich sag mal da, wo ich eingebissen habe, schön den Käse, der da rausschaut. Also ich würde definitiv die Kombo-Variante nehmen, ne. Wie gesagt, 100% Wurst kann man halt auch nehmen, dann ist kein Käse dabei oder halt 100% auch dementsprechend nur den Käse. Aber ich würde tatsächlich die 50-50 Variante nehmen. Was mir halt auch richtig gut schmeckt, man muss ein bisschen scharf mögen, ist tatsächlich diese Sriracha Mayo Soße, ne. Also schmeckt schon wirklich richtig, richtig gut, aber man muss schon sagen, das ist ein richtiges Brett, ne? Also es gibt Corn Dogs ja viel, ich sag mal mittlerweile auch im Rummel-Weihnachtsmarkt, weil es halt einfach mittlerweile auch ein Trend ist. Aber ich muss sagen, mir persönlich schmeckt der jetzt richtig gut. Ich muss aber auch sagen, dieses Egg Drop Sandwich haut mich so ein bisschen weg, weil ich damit hier gar nicht gerechnet hätte. Das Bun, ich sag mal, finde ich okay, kann man hier mit anbieten, kommt natürlich dementsprechend dann auch aus der koreanischen bzw. asiatischen Küche da mit Taiwan. Aber ich würde tatsächlich sagen, Stand jetzt ist das definitiv das, was ich hier am wenigsten mir holen würde. Aber das Egg Drop und Stand jetzt auch der Corn Dog. Choc-Uzel ist echt geil gewesen. Machen noch ein bisschen was und dann sehen wir uns spätestens gleich beim zweiten Spot wieder. Back in Düsseldorf und damit zu einer Neueröffnung. Wie ihr es schon sehen könnt, Luftballons hängen noch überall. Gerade mal ein paar Tage, ich würde schon fast sagen ein paar Stunden her, Croissy and Cream. Croissy and Cream, alles handmade ist der Game Changer. Croissy and Cream, wenn du weißt, was gut für dich ist, komm zu Croissy and Cream. Daily fresh, so perfekt, daran denkst du Tag und Nacht. Croissy Coffee hält dich wach. Ich denke, viele von euch haben vielleicht schon mal was gehört. Wenn nicht, kein Thema. Viele kennen vielleicht dafür dann Krusty Slices, was mittlerweile auch so ein kleiner Deutschland-Hype ist. Wir haben hier zwar keine Weltneuheit als Pizza-Croissant, aber sogenannte Croissys, die aus französischen Croissant-Teig bestehen. Einzigartig, gefüllt und natürlich schön zelebriert, schön angerichtet. 14 verschiedene Zutaten gibt es und soll ich euch jetzt schon mal was sagen? Ich war gerade drinne. Es gibt heute nur noch ein paar Sorten, weil man in den letzten Tagen komplett sold out gegangen ist. Das Ganze ist so viral gewesen. Ich bin echt gespannt, ob der Trend, ob das Virale, ob der Hype dem auch gerecht wird. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen rein zu Croissy and Cream. Ihr seht, wir haben unsere Box bekommen, die 4er-Box. Die gibt es tatsächlich, ich sag mal, im Angebot. Wenn man 4 Stück nimmt, dann bezahlt man 21,90 und bekommt tatsächlich das Ganze so schön. Ist mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen trendy, so schön in der 4er-Box verpackt, ne, weil es insgesamt 14 verschiedene Sorten gibt. Tatsächlich habe ich gerade erfahren, nicht jeden Tag immer alle 14, weil man auch so ein bisschen saisonal und auch mit Special arbeitet. Aber insgesamt ist das Repertoire so bis zu 14 Stück. Täglich wackelt das so ein bisschen zwischen 7 und 10. Heute sind sogar noch ein bisschen weniger, weil, wie gesagt, das Ganze sold out ist. Tatsächlich sind es ungefähr die 4 Stück, die jetzt noch, ich sag mal so in Anführungsstrichen da sind, die wir heute da drin haben. Und ich würde sagen, wir packen sie aus, schauen uns an, vor allem, welche wir haben. So, dann packen wir unser kleines Präsent mal aus, holen den ersten mal raus, würde ich sagen. Und dann kommen wir zuallererst zum Blueberry Croissy. Der ist tatsächlich, glaube ich, gerade ganz groß angepriesen, auch so, ich sag mal so als kleiner Special. Und schaut euch mal an, ne? Die Dinger sehen schon relativ fancy aus, ne? Oben echt schön mit dieser weißen Schokolade, ne? Wie gesagt, innen drinne dann natürlich die Blaubeercreme, wie man es auch schon so ein bisschen rauskommen sieht. Und dann natürlich Kornblumen sollen noch drin sein, Blaubeeren und wie gesagt diese Blaubeermarmelade. Und ich glaube, das ist auch direkt der erste, den wir testen werden. Lassen wir uns schmecken. Also, was man sofort sieht, ne, ist wie innen drin richtig, richtig schön, ich sag mal, diese Füllung kommt. Und was natürlich man schon riecht, ist natürlich dies, wie ich da vor dem Intro gesagt habe, dieser schöne französische, ich sag mal, Croissant-Teig. Und genauso schmeckt es auch, ne? Genauso passt es eigentlich vom Namen. Ich wollte schon sagen, Cross ist es. Und schaut mal, wenn wir das Ganze hier, ich sag mal, so aufreißen, wie es halt auch Social Media ist, dann seht ihr so richtig, ne,
wie von innen drin schön diese Creme rauskommt. Also es ist definitiv mal ein ganz anderer Geschmack, ich sag mal mit Croissant kombiniert. Wie gesagt, jetzt keine Croissant-Pizza, sondern wirklich reines Croissant, reiner Croissant-Teig. Aber vor allem, ich sag mal, mit diesen neuen Variationen, ne, auch so dem aktuellen Trend und immer saisonal angepasst, ist das, glaube ich, schon was Feines. Dann haben wir als nächstes, natürlich, was darf aktuell nicht fehlen, natürlich der Dubai Crossi, ne, schön mit hier Pistaziencreme, wie man schon sieht. Dazu natürlich das Engelshaar und dementsprechend ist das Ganze noch mit Vollmilchschokolade. Und ich glaube, das wäre sogar, oder geht so in meine Richtung, weil erstens Pistaziencreme, ich bin auch ein Fan davon, muss ich ganz einfach sagen, unabhängig vom Trend. Aber allein die Pistaziencreme, vor allem, ich liebe halt auch so Croissants mit Schoko. Ne? Ihr könnt mal gerne reinschreiben, wofür ihr euch so entscheiden würdet oder was euer Favorite wäre. Wie gesagt, ob so Oreo ist oder eher diese Marmeladenrichtung oder so. Aber Schoko, das dürfte schon genau was für mich sein. Es geht schon in die richtige Richtung. Ich glaube, da sind wir schon so auf das nächste gekommen. Und schaut mal hier, wie richtig schön, wenn man draufdrückt, diese Pistaziencreme da rauskommt. Ne? Auch mit der Vollmilchschokolade. Das schmeckt bombastisch. Ne? Also das wäre definitiv ja, ich sag mal so, mein Favorite von den ersten beiden jetzt. Wie gesagt, alle haben wir sowieso nicht heute im Test, aber 4 Stück insgesamt. Aber wie gesagt, Dubai, der Trend, das kommt dem schon nahe. Und es schmeckt halt auch wirklich meiner Meinung nach mit Croissant nochmal geiler. Mit schön voll mit Schokolade und Pistaziencreme. Dann kommen wir zum Pistachio. Der ist wirklich nur mit Pistazienkern und Pistaziencreme. Ne? Also ähnlich die Creme, ich sag mal nur so ein bisschen mehr wie gerade jetzt bei der Dubai-Variante. Aber ihr seht, ne, oben schön die Pistazien, sage ich mal, Kerne noch oben drüber. Und ich denke mal, es wird ähnlich schmecken. Ich bin jetzt mal nur gespannt, ob es vielleicht sogar noch besser ist. Ohne die Vollmilchschokolade und dementsprechend mit den Kernen und ob vielleicht sogar dadurch mehr Pistaziencreme drin ist. Also ich muss mich gerade erstmal sauber machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass da noch mal so ein bisschen mehr Creme drauf ist. Ich hoffe, es geht gerade aktuell. Aber auch hier seht ihr, ne, so richtig, ich sag mal, wenn man drauf drückt, so richtig schön, wie so nach und nach diese Creme rauskommt. Ups, da ist schon ein bisschen Creme runtergefallen, aber gleich sauber. Also es ist schon wirklich, ich sag mal, auch mächtig. Ne? Allein ja schon Croissant-Teig, weiß gar nicht, wie viel wir davon essen könnten. Ich glaube, 14 Stück schon mal mindestens. Kommen wir mal wieder auf so eine kleine Challenge-Idee. Aber auch der Pistazio, der schmeckt gut. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass, ich sag mal, die Dubai-Variante, weil nochmal mehr Komponenten drin sind, was so den Geschmack angeht, ein bisschen geiler ist. Obwohl ich habe das Gefühl, aber kann jetzt auch, ich sag mal, einfach nur meine Finden sein, dass hier ein bisschen mehr Creme drin ist. Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten, auch mal wieder anderen. Das ist der sogenannte Vanille Almond Crossi. Wie der Name schon sagt, diesmal so eine Vanille-Pudding-Füllung. Ne? Also mit Pudding gibt es das Ganze auch. Und dann, wie gesagt, oben seht ihr so richtig schön noch so Mandelsplitte oben drüber. Pudding-Fan bin ich auch im Croissant. Habe ich es, glaube ich, noch nie probiert. Aber das machen wir jetzt das erste Mal zusammen. Beißen jetzt schön in den Vanille Almond Crossi rein. Also ich muss schon sagen, auch hier ist es wieder ein ganz anderer Geschmack wie jetzt zuvor. Weil ich sag mal, der Pudding schön kalt ist. Ich überlege gerade, ob man auch warm essen kann, wenn die ganz frisch sind, der Pudding vielleicht warm, aber ich denke mal, der ist generell kalt. Aber auch hier, ne, ich sag mal, durch diese Puddingcreme, die richtig, richtig schön auch rauskommt, wenn man drauf drückt. Also an Creme wird definitiv nicht gespart, ne, unabhängig davon, was, ich sag mal, jetzt oben drüber ist, aber das, was ich oftmals auch, da kommen wir in Zukunft zu, so bei Berlinern, so wenn das aus der Bäckerei kennt, so ein bisschen bemangelt, wenn man da an der Marmelade spart oder reinbeißt 3-4 Mal und da kommt keine Marmelade, ist das genau hier anders, ne? Also hier ist echt, ich sag mal, ausreichend Creme drin, würde ich sagen, sodass man sich ordentlich einsaugen kann, also genau was auf unserem Kanal passt. Also die Dinger können schon was. Ah, Leute, so, ich glaube ein bisschen sauberer, aber definitiv ein paar Kalorien mehr. Also die Dinger scheppern schon ordentlich, ne? Also muss man schon definitiv sagen, aber genauso gut schmecken sie auch, ne? Also ich bleibe dabei. Ich würde jetzt tatsächlich Stand jetzt sagen, von den 4, die ich jetzt hier getestet habe, wäre so Dubai mein Favorite, weil es einfach, ich sag mal, mit Pistaziencreme, dann natürlich dem Engelshaar und natürlich vor allem auch diese Schokolade mir echt gut in Kombination geschmeckt hat. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ne, Marmelade ist eher so meins und auch die Pudding-Variante kann man definitiv mal probieren. Also ich glaube, das ist das Coole einfach an dem Konzept, dass man da auch viele verschiedene Möglichkeiten hat, gerade was, ich sag mal, so französischer Croissant-Teig angeht, das Ganze so, ich sag mal, vielfältig auch zu machen und da, glaube ich, für jeden Geschmack was zu treffen. Ich muss sagen, ich finde es echt cool, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, über den Preis nachdenke, 21,90, okay, ist jetzt nicht ganz günstig für 4 Stück, ne? Einzeln sind die so unterschiedlich, je nachdem welchen man nimmt, zwischen 4,90 und 6,90 so ungefähr, sind sie
Surprise Badges kann man ja denken, worüber man will. Aber ich muss tatsächlich sagen, so vom Geschmack her ist das Ganze schon echt gut. Ne? Ist jetzt so kein Ding, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist so krass, habe ich noch nie gegessen. Aber ich muss schon sagen, ist mal was anderes, ne? Wenn man auf so Croissants steht. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, gibt es ja mittlerweile auch mehr Standorte. Checkt es gerne mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch das alle. Oder natürlich hier den Instagram-Account. Ist das schon eine Sache, die man definitiv mal eine Chance geben kann. Ich fand ganz cool, auch das heutige Video, ne, einmal mit Condog Brothers und jetzt, wie gesagt, einmal hier. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert, sowie auch natürlich den Hauptkanal, denn das Stichwort Berlin habe ich ja vorhin bereits erwähnt. Da könnt ihr euch vor allem in der Karnevalszeit auf ein absolut geiles Video freuen, das glaubt es mal. Deswegen, wie gesagt, gerne den Hauptkanal auch abchecken und dementsprechend auch beide Kanäle abonnieren, liken nicht vergessen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen auf diesem Kanal oder bei unserem Hauptkanal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.